British Airways schafft den Executive Club ab und wird ab 1. April 2025 ein umsatzbasiertes Vielfliegerprogramm. Das ist kein Aprilscherz, sondern die radikalste Umgestaltung eines Treueprogramms, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wie ihr zukünftig noch einen Vielfliegerstatus erreichen könnt bei British Airways und ob sich das überhaupt noch lohnt, darüber reden wir in diesem Video. Ja, der Executive Club wird zukünftig nur noch British Airways Club heißen und von einem Vielfliegerprogramm zu einem Vielzahlerprogramm werden. Maßgeblich für das Erreichen wird dann also nur noch sein, wie viel ihr für Flüge mit British Airways ausgebt. Entfernung und Buchungsklassen spielen dann keine Rolle mehr, jedenfalls nicht, wenn ihr mit British Airways fliegt. Dadurch, so viel kann man wahrscheinlich schon mal vorwegnehmen, wird aus einem der attraktivsten Programme zum Erfliegen eines One-World-Status ein Programm, das für Gelegenheitsflieger und Meilenoptimierer weitgehend uninteressant werden wird. Schauen wir uns die Details mal an. Ab 1. April erhaltet ihr also pro ausgegebenem britischen Pfund einen Statuspunkt, also einen Tierpoint. Als Umsatz zählen keine Steuern und Gebühren, die gerade ab London mehrere hundert Pfund ausmachen können. Das heißt, ihr braucht brutto tatsächlich dann immer noch höhere Ausgaben, um die Statushürden zu erreichen. Dafür zählen Zusatzleistungen wie Sitzplatzreservierung als statusrelevante Ausgaben. Aber wer will schon Geld für eine Sitzplatzreservierung ausgeben? So, wie viele Statuspunkte braucht ihr also zukünftig? Bronze erreicht ihr zukünftig mit 3.500 Tier Points, was dann wohl so ungefähr 4.000 britischen Pfund entspricht, beziehungsweise noch ein paar mehr Euro. Der Silberstatus, der dem One World Sapphire entspricht, erfordert 7.500 Tier Points, also wahrscheinlich ungefähr 8.200, 8.500 britische Pfund, weil ja Steuern und Gebühren maßgeblich noch draufkommen, und das sind dann ungefähr 10.000 Euro. Und für Gold, das ist der Status, der dem One World Emerald gleichgestellt ist, da benötigt ihr zukünftig sagenhafte 20.000 Tier Points, also 20.000 britische Pfund oder entsprechend mehr. Und dann in Euro möglicherweise irgendwas bei 24.000, 25.000 Euro. Zur Erinnerung, der Silberstatus entspricht also dem One World Sapphire und der Goldstatus ist das Äquivalent zum Emerald. Das Attraktive beim Executive Club war bisher, dass man sich mit vergleichsweise wenig Aufwand zum Sapphire, mindestens zum Sapphire, optimieren konnte. Nun müsst ihr dagegen eine Menge Geld ausgeben und der Goldstatus wird vermutlich für die allermeisten unerreichbar bleiben. British Airways versucht die Abwertung des Programms noch ein bisschen abzumildern, indem man zum Beispiel auch mit CO2-Kompensation und mit Urlaubsbuchungen über British Airways Holidays Statuspunkte sammeln kann. Mit CO2-Kompensation können dabei allerdings maximal 1.000 Tier Points gesammelt werden. BA Holidays gibt es zwar keine Limits und hier zählt auch der gesamte Umsatz für die Statusqualifikation, also nicht exklusive der Steuern und Gebühren, aber am Ende müsst ihr eben trotzdem Geld ausgeben. Also ob ihr das jetzt für British Airways Flüge ausgebt oder ob ihr es ausgebt für ein Holiday Package bei British Airways oder ob ihr es ausgebt für CO2-Kompensation, das spielt erstmal keine Rolle. Später im Jahr wird es dann noch die Möglichkeit geben, für Inhaber der British Airways American Express Premium Plus Card bis zu 2.500 Statuspunkte mit Kreditkartenumsätzen zu sammeln. Das wird für die meisten Meilensammler in Deutschland allerdings uninteressant sein. Und das ist natürlich angesichts von 20.000 erforderlichen Punkten für den Gold- bzw. Emerald-Status dann auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wer US-Kreditkarten hat, der hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel eben die British Airways-Karte zu beantragen und dann zumindest 2.500 Punkte mit Umsätzen über die Kreditkarte zu erzielen. Das kann dann einen zumindest ein bisschen näher bringen an den One World Sapphire tatsächlich. Übrigens wird es auch den höchsten Status, den Gold Guest List Status, weiterhin geben. Hierfür werden zukünftig 65.000 Tier Points, also Statuspunkte, erforderlich sein, von denen 52.000 bei British Airways selbst erflogen bzw. erkauft werden müssen. Ja, das wird ein sehr exklusiver Kreis werden, glaube ich. Und wie Miles & More führt auch der British Airways Club Meilensteine ein, mit denen der Status aufgewertet werden soll. Bisher ist dieser neue Vorteil noch einigermaßen nebulös. Zwischen Bronze und Silber soll es einmalig Avios geben und weitere Vorteile sollen später im Jahr kommuniziert werden. Eine Schwachstelle bei umsatzbasierten Systemen ist übrigens immer, dass das jeweilige Programm dazu ja den Preis kennen muss, den du für den Flug bezahlt hast. Den kennt British Airways.
aber nicht mal bei den Flügen mit der eigenen Airline in jedem Fall. Und wenn ihr nicht eben direkt über die Webseite von British Airways bucht, tatsächlich werden daher nur Flüge mit British Airways, Iberia und American Airlines tatsächlich umsatzbasiert gut geschrieben und das dann eben auch nur, wenn ihr über die Webseite des jeweiligen Partners geht. Wer nun aber glaubt, hier das Schlupfloch zum weiterhin günstigen Status gefunden zu haben, der wird sich täuschen. Es wird zukünftig für jeden Partner Tabellen geben, nach denen ihr dort Statuspunkte sammelt. Wir blenden das hier einmal ein, wie das aussieht. Man darf wohl ohne großes Risiko annehmen, dass diese Möglichkeit nicht übermäßig attraktiv gemacht werden wird und mit Partnerflügen dann sich zum Status zu optimieren. Das wird mutmaßlich auch nicht klappen. Bleibt die Frage, warum macht British Airways das alles? Der Executive Club war für Europäer der leichteste Weg, kostengünstig und mit überschaubarem Reiseaufwand zu einem One World Sapphire Status zu kommen. Selbst der Gold-Status, also der Emerald-Status, war jetzt nicht vollkommen unerreichbar. Das war durchaus mit so ein bisschen Reiseoptimierung war das schaffbar. Vielfliegerprogramme profitieren natürlich auch von der Popularität, weil Statusinhaber dann auch Prämienmeilen beziehungsweise eben Avios dort sammeln. Und mit dem Avios-Geschäft macht British Airways bekanntlich ziemlich gutes Geld. Und zudem erhalten Vielfliegerprogramme eine Kompensation, wenn Flüge von Partner Airlines dort angeschrieben werden. Das ist zwar mutmaßlich ein Nullsummenspiel, weil man an die Airlines dann auch wieder Kompensationen für Prämienflüge und die Nutzung von Lounges durch eigene Statusinhaber zahlen muss. Trotzdem muss sich das am Ende gerechnet haben, sonst hätte British Airways das nicht jahrelang so gemacht. Und es gibt ja auch durchaus Vielfliegerprogramme, die ausschließlich davon leben, sich attraktiv zu machen für einen günstigen und schnellen Status und scheint davon ja auch zu profitieren und damit gutes Geld zu verdienen, siehe LiveMile zum Beispiel. Der jetzige Schritt ist wie bei Finnair Plus schon ein Jahr zuvor ein Schritt weg vom Massenprogramm hin zu einer kleinen Gruppe von Geschäftsleuten, die teure Flüge von ihrem Arbeitgeber oder ihrer Firma bezahlt bekommen und auch keine Alternative zu British Airways haben. Das sind diejenigen, die auch weiterhin in dem British Airways Club dann hängen bleiben werden, eben weil sie keine andere Möglichkeit haben, als mit BA zu fliegen, wenn sie an bestimmte Stellen fliegen wollen. Das liegt nun auch so ein bisschen an der Randlage von Großbritannien. Und die wenigsten werden Lust haben, erstmal auf den europäischen Kontinent rüber zu fliegen, da dann möglicherweise erst in den Schengen-Raum einreisen zu müssen oder andere Unpässlichkeiten beim Umstieg dort in Kauf nehmen zu müssen, um dann zum Beispiel in die USA rüber zu fliegen. Also wer von London in die USA für einen Geschäftstermin will, der kann halt im Grunde genommen nur mit British Airways fliegen oder eben mit amerikanischen Airlines, die ja aber mit ihren Vielfliegerprogrammen auch nicht so wahnsinnig viel attraktiver sind. Das sind ja mittlerweile alle großen Vielfliegerprogramme der US Airlines, sind ja inzwischen auch umsatzbasiert. Man darf aber sicherlich davon ausgehen, dass die Zahl an aktiven Meilensammlern sich im British Airways Club sehr schnell drastisch reduzieren wird. Was sich hoffentlich nicht drastisch reduziert, ist die Zahl meiner Kanalmitglieder hier bei YouTube mit nur 4,99 € pro Monat könnt ihr mich hier bei meiner Arbeit unterstützen und bekommt dafür auch Zugriff auf ein paar exklusive Videos. Deshalb gerne unter dem Video auf den Button Mitglied werden klicken. Dann bekommt ihr nochmal ein kleines Video eingespielt, was ihr für Vorteile habt. Und dann könntet ihr euch dafür entscheiden, mich zu unterstützen mit einem kleinen symbolischen Betrag monatlich. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und zurück zu British Airways. Ein Weg zurück zu einem populären System ist meines Erachtens weitgehend ausgeschlossen. Wenn man einmal den Schritt zum umsatzbasierten System gemacht hat, ist es halt einfach schwer, aus der Falle wieder rauszukommen. Eher wird man wahrscheinlich versuchen, durch ein paar Anpassungen und scheinbare Verbesserungen dann wieder mehr Anschluss zu bekommen. Aber den Grundsatz, dass man eben Punkte vergibt auf Umsatzbasis, den wird man sehr wahrscheinlich dann bei British Airways nicht mehr umstoßen können. Und so wird das Programm dann mutmaßlich dauerhaft unattraktiv bleiben. Immerhin ist man allerdings in der Marketingabteilung von British Airways wohl überzeugt, das alles nur für die Mitglieder zu tun. These changes underline our continued investment in our loyalty program and in our customers. Und es ist based on our members feedback. Das kennen wir in Deutschland ja ganz gut, ne, auf vielfachen Kundenwunsch. Das macht British Airways jetzt also auch nicht anders. Welche Alternativen gibt es denn jetzt in der One World zu dem Status bei British Airways? Es gibt aktuell eine interessante Möglichkeit, über Segmente zum One World Sapphire oder Emerald zu kommen. Das ist bei Royal Jordanian plötzlich attraktiv geworden, weil es die Anforderung nicht mehr gibt, eine bestimmte Anzahl an Segmenten mit Royal Jordanian selbst zu fliegen. Einen ähnlichen Weg ist übrigens auch Alaska Mileage Plan gegangen. Hier reichen aktuell 40.000 Statusmeilen, die ihr zum Beispiel auch auf Condor erfliegen könnt, die ja zwar nicht in der One World sind, aber eben Partner von Alaska Mileage Plan und deshalb könnt ihr da auch Statusmeilen sammeln.
Und das war auch tatsächlich letztes Jahr noch hochattraktiv, weil die Meilenvergabe sehr großzügig war und das hat Alaska jetzt aber zum neuen Jahr verändert und da entsprechend die Meilengutschriften deutlich reduziert. Und welche allianzübergreifenden Möglichkeiten gibt es? Hier kann sich British Airways meines Erachtens ausgerechnet bei Miles & More etwas abschauen, denn bei allem Ärger über deren neues Statusprogramm, es ist einfach, es kommt ohne viele Sonderregeln aus und Fliegen wird belohnt und nicht Geld ausgeben. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne ein Like, spendiert mir auch gerne einen Kaffee. Den Link dazu gibt es da oben oder da oben. Und hier geht es jetzt weiter mit meinem Video zu Alaska Mileage Plan und wie ihr mit den Condor-Flügen dort eben zum Status kommt, hatte ich ja gerade schon angedeutet. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert den Kanal, klickt auf die Glocke, damit ihr auch informiert werdet, wenn es was Neues von mir gibt. Und dann sehen wir uns bald wieder. Vielen Dank und tschüss.